Der Fendt Saphir, 50 Jahre Fendt. Hier ist Thomas, grüß dich Thomas. Hallo in Düsseldorf. Wir sind auf dem Caravan-Salon 2020 in Düsseldorf. Die 2021er Modelle sind da und das hier sind spezielle Familienmodelle. Das bedeutet, hier können 4 Personen richtig Platz haben, ohne dass ich irgendwas umbauen muss. Das ist korrekt. Wir haben hier ein Etagenbett für 2 Kinder und ein festes französisches Bett für die Eltern. Genau, wir schauen uns gerade mal, die Patricia ist schon drin, den Grundriss an. Das heißt, im hinteren Bereich habe ich die Stockbetten. Ich habe hier hinten seitlich die Stockbetten, habe gegenüber eine Nasszelle komplett mit Dusche, habe in der Mitte dann eine Sitzgruppe, die ich eigentlich sofort nicht umbauen müsste. Könnte ich umbauen, könnte nochmal 2 Schlafmöglichkeiten schaffen und habe hier das französische Elternbett. Das Eigengewicht 1454 Kilogramm. Der Preis von dem ausgestellten Modell sind hier 28.009,61 Euro mit 16% Mehrwertsteuer. Es gibt viele Pakete, das hier ist eine Verkaufsmesse. Kunden können mit ganz vielen Fachhandelspartnern, die hier vor Ort sind, sich die Fahrzeuge anschauen. Es gibt Messepreise. Das ist korrekt. Also wir haben keinen Direktvertrieb. Wir haben hier momentan 30 Verkäufer auf den Stand hier in Düsseldorf und Sie können sich einen Verkäufer aus Ihrer Nähe aussuchen und können dann mit dem die Verkaufs- und Beratungsgespräche machen. So sieht's aus. Ja, es hat schon einiges zu bieten. Unter anderem habt ihr eine Felge entwickelt, die dem Fahrzeug auch sehr gut steht. In dem Fall ist es eine Alufelge mit Silberoptik, die beim Saphir hier jetzt als Sonderausstattung dazu gehört. Bei vielen anderen Baureihen ist es schon ein Serienmodell. Ja, die Seitenbeplankung, die gibt natürlich dem Ganzen Halt, aber ihr habt euch für was ganz Besonderes entschieden. Ihr habt nämlich dieses Hammerschlagblech und das ist per se schon mal sehr, sehr stabil. Wir haben traditionell seit 50 Jahren, wir werden jetzt 50 Jahre alt, dieses Hammerschlagblech bei uns im Einsatz, sind mit diesen sehr, sehr gut gefahren und auch das Feedback unserer Kundschaft ist so positiv, dass wir hier auch nie sagen wir mal, in die Bredouille gekommen sind, um Gedanken zu machen, ob wir ein Glattblech einsetzen, weil dieses so akzeptiert wird mit den Vorteilen, das es mit sich bringt. Ja, aber oben das Thema Hagel macht dem Dach nichts aus? Ja gut, es kommt darauf an, Hagel ist ja nicht gleich Hagel, es gibt verschiedene Hagelvarianten. Tennisbälle schon. Tennisbälle schon. Klar, bei großen Hagel haben wir hier natürlich auch unsere Problemchen. Wir bieten aber auch nur ein Alufiber bzw. ein GFK-Dach an, das man gegen Aufpreis dann hier als Sonderausstattung auch erwerben kann und bei der Produktion mit einfließen lassen kann. Ist das viel teurer? Das kostet dann schon ein paar 100 Euro mehr. Aber es lohnt sich, glaube ich. Ich glaube auch beim Wiederverkauf, so ein GFK-Dach, das macht eine gute Figur. Ja gut, wenn einer natürlich den Wohnwagen auch als Wiederverkaufsobjekt sieht, wäre das schon ganz nützlich. Ansonsten ist es die Frage, inwieweit es einen stört, wenn oben auf dem Dach dann ein paar kleine Dullen sind, ob ich das dann eben akzeptiere oder ob ich das dann dementsprechend nicht sehen möchte. Thomas, hat das Fahrzeug einen Motor? Ja, das ist ein Caravan und ein Caravan braucht einen PKW. Das ist der große Unterschied zu den Reisemobilen, ja. Ja, das ist richtig. Aber warum haben wir denn hier eine Carbon-Optik? Das sieht ja so scharf aus. Das ist, also ich habe es zunächst gar nicht gesehen, aber es sind die kleinen Details, die wirklich toll sind. Ja, nachdem wir heute schon einige Fahrzeuge angeschaut haben und überall die gleiche Optik hatten, ist natürlich toll, dass du das beim letzten Fahrzeug jetzt bemerkt hast. Carbonoptik, genauso wie die Optik hier der Heckleuchtenträger, haben wir uns natürlich ein bisschen an der Automobilindustrie orientiert und uns da das eine oder andere zu eigen gemacht. Ja, kantiges Design, das kommt. Ihr habt viele Kanten eingezogen. Es gibt gerade Linien, das hat der Markt verlangt. Ganz am Anfang hat man gedacht, in Gottes Namen, ja, warum lasst ihr es nicht beim Alten? Und dann geht es relativ schnell und dann sind die älteren Modelle auf einmal, man merkt, die sind nicht mal so ganz zeitgemäß. Aber ihr geht damit sehr behutsam um. Wir gehen sehr behutsam um. Also diesen extremen Modellwechsel, wie man in der Automobilindustrie nach 4 Jahren oder sowas kennt, den haben wir eigentlich nicht. Bei uns ist nach 4 Jahren so im Innenbereich ein Wechsel eigentlich bei den verschiedenen Baureihen vorzunehmen. Und im Außenbereich macht man das sehr, sehr behutsam. Man macht kleine Faceliftings während den Jahren, aber die Spanne zwischen einer großen Neuerung im Außenbereich ist wesentlich höher als in der Automobilindustrie. ATC ist möglich? ATC ist bei uns möglich, ist bei uns sogar drin, ja. Sogar drin. Das heißt, immer prüfen, ob die Lampe leuchtet, denn das ist das Art ABS für den Wohnwagen. Ja, in diesem Fall haben wir jetzt ein Fahrzeug, wo es nicht serienmäßig drin ist. Ansonsten die Lampe leuchtet, die Verbindung zum PKW ist hergestellt. Eiko ist hier ein ganz verlässlicher Partner. Wir haben hier auch überall Eiko-Komponenten, wir haben Eiko-Fahrgestell, wir haben die AKS von Eiko und dementsprechend bieten wir natürlich auch das ATC an. Ja. Ja, der Gaskasten bitte einmal öffnen.
denn Gas spielt immer noch eine Der große... ist jetzt verschlossen, Das ist nicht schlimm. weil wir hier das Fenster geöffnet haben, sonst korreliert das Ganze. Ja. Aber im Moment, vielleicht habe ich sogar einen Schlüssel dabei. Dann kann Sehr man schön. den öffnen. Dann Hallo schauen wir. Patricia, ich grüße dich schon mal. Ich zeige mal gerade ein kleines Detail unterdessen, denn der Fendt Caravan, ja, das Thema Logo und Signalisierung mit allem drum und dran, ja. Die Leute sind stolz, Fendt zu fahren und ihr habt viele, ich sag mal, zusätzliche Artikel. Wir gehen mal gerade zu einem ganz besonderen Artikel hin. Den hast du mir vorne gezeigt auf der Messe, denn ihr habt ein tolles Paket, das kriegen die Leute geschenkt, wenn sie einen Fendt Caravan auf der Messe kaufen. Ja, wir bieten hier in Düsseldorf das Wellness-Paket an. Jeder, der hier in Düsseldorf auf der Messe ein Fahrzeug erwirbt, bekommt ein Wellness-Paket. Das beginnt mit der Strandtasche über Kuscheldecken, Handtücher und Duschtücher. Man soll sich im Urlaub überall wohlfühlen. Man soll Fendt überall dabei haben, auch wenn man sich in den Sanitärhäusern der Campingplätze bewegt. Ja, das ist nämlich was ganz Besonderes. Wenn ich ein solches Fendt-Tuch habe, bin ich der Star auf dem Campingplatz. Und die Fendt-Leute untereinander, die kennen sich. Und wenn du mal gerade so lieb bist, mal drüber fährst und mir einfach mal beschreibst, wie sich das anfühlt. Ja, kuscheliger geht nicht mehr. Die ist toll, die Decke, ja. Ja, und hast du auch den Toaster entdeckt? Nein. Also es ist kein herkömmlicher Toaster, sondern auf dem Toast, wenn er dann braun gebrannt ist, erscheint das Fendt-Logo bzw. auf der anderen Seite eine Silhouette von Wohnwagen. Also wer möchte da nicht gleich frühstücken? Ja, ihr habt auch Fendt-Handtücher. Die gibt es nur auf der Messe oder kann ich die auch online Die bestellen? gibt es im Onlineshop, jederzeit bestellbar, auch beim Handel, der die bevorratet. Ja, und wenn es dann immer noch nicht langt, dann hat man hier diese Weste mit Fendt-Aufstieg, Fendt-Caravan. Aber ich sag mal so, auf dem Fendt sind viele stolz. Auf dem Fendt sind viele stolz und deswegen bieten wir auch in dem Bereich ganz einfach Waren von Markenartikeln an. Zum Beispiel die Waschtasche bzw. der Rucksack kommt von der Firma Deuter. Unsere Textilien kommen aus dem Hause Schöffel, Outdoor-Bekleidung. Hier setzen wir auch bewusst auf Marken, die einen Qualitätsgedanken hegen und zu uns passen. Ja, da ist Schöffel, das heißt, ich habe Qualität, die nicht nach 3-mal Waschen dann kaputt geht. Gut, es hat natürlich seinen Preis, aber es ist ja auch was ganz Besonderes. Es vergleichbar mit Polo-Bekleidung, ja, die ich dann extra besticke. Ich zeige mal gerade einen kleinen Vorteil, man kann hier alles anfassen auf der Messe. Das ist korrekt, das ist anders als im Internet. Ich habe ja alles haptisch, ich kann über die Stoffe streichen, ich kann mir die Maserung der Hölzer genau anschauen. Ich habe die verschiedenen Möglichkeiten hier zu kombinieren, aber natürlich auch die neuen Medien machen einiges anderes möglich. Wir haben zum Beispiel die neue Augmented Reality App, das heißt, Sie können sich zu Hause über einen Scan die verschiedenen Holzvarianten mit den verschiedenen Stoffvarianten einfach auf den Wohnzimmerboden projizieren, indem man dann sieht, dieser Stoff passt zu diesem Holz oder wie sieht denn das Ganze aus, wenn ich mir das so kombiniere. So, ich halte es mal gerade hin, da können Sie Ihr Smartphone einfach vor Ihren Fernseher halten und sich die App runterladen. Ich nehme an, die gibt es für beides, Android und Apple. Gibt es für beide, ja. Mensch, ihr habt euch ja richtig fortentwickelt. Wir gehen mal schnell nochmal zu Patricia, nicht, dass die uns schon vermisst. Nicht, dass sie weg ist. Du findest den Weg schon? Ja, ich denke, nach ein paar Tagen Messe finden wir jetzt den Weg ganz gut. Wir haben hier zwar 29 Fahrzeuge gestellt, aber mittlerweile geht es selbstständig. So, ich glaube, hier vorne ist er, gell? Ja, Der genau, 560 das sind wir jetzt SKN. gleich. Wenn wir noch Glück haben, ist sie noch da. Ja, ich hoffe. Schauen wir mal. Wir brauchen sie nämlich noch. Und wir gehen jetzt am besten mal rein, denn du hast mir erzählt, das ist wirklich das ganz tolle Fahrzeug für Families. Und ich gehe mal direkt am Eingang. Hier direkt links ist die Küche. Genau, gleich nach dem Eingang links ist die Küche. Gegenüber dann die Sitzgruppe, dass die Wege kurz sind vom Herd hier auf den Tisch. So, da ist die Küche, da ist auch schon die Patricia. Wir haben dich mal kurz verlassen, ist das okay? Ja klar, ich habe mir schon überlegt, was ich jetzt gerne hier kochen würde. Was denn? Was gibt's denn heute? Ich weiß es noch nicht. Wie? Du hast gerade gesagt, du hättest es dir überlegt. Ja, also ich war noch am Überlegen, aber da seid ihr schon reingekommen. Jetzt und mal Hand aufs Herz, was ist dein Lieblingsgericht? Du Mein kommst aus welchem Ort kommst du? Ich wohne in Magdeburg. Okay. Und aus welchem Ort kommst du? Gebürtig? Aus Rheinland-Pfalz, gell? Genau, aus Thaleischweiler Fröschen. Thaleischweiler Fröschen. Das kennt man, glaube ich, nicht. Das ist in der Nähe von Pirmasens, Kaiserslautern. Und was ist da Lieblingsgericht? Was hat die Oma immer gekocht? Oh Gott, die Oma hat immer sehr viele Gerichte gekocht, die ich gerne gegessen habe. Also wenn ich jetzt mal so spontan eine Antwort geben müsste, würde ich sagen, Pizza ist mein absolutes Welche Favorite. Pizza? Salami? Salami-Schinken, ja, das klingt gut. Salami-Schinken, ja, wie mein Sohn. Der mag nur keine Salami, der mag nur Schinken. Pizza würde gehen, Ofen optional möglich?
In dem Bereich im Backofen leider nicht möglich, weil der eine andere Kombination der oberen Kochfläche benötigt. Wir haben aber viele Grundrisse, die serienmäßig diese Backofenfunktion drin haben. Außerdem gibt es ja auch Multifunktionsmikrowellen, die man haben kann mit Überbacken und allem drum und dran. Es gibt kleine Backofen, die man mitnehmen kann. Ich glaube, die Leute sind da recht erfinderisch. Was auf keinen Fall fehlen darf, ist die Kaffeemaschine. Und da Thema Steckdosen. Kann ich mir viele Steckdosen legen lassen auf Wunsch? Also in der Regel haben wir in jedem Bereich eine große Anzahl an Steckdosen schon mal serienmäßig verbaut. Ansonsten ist mittlerweile der Camper ist ja so pfiffig, ist ja ein Do-it-yourselfler. Der findet Mittel und Wege, sich weitere Steckdosen noch an Stellen zu bringen, wo es vonnöten hat. Ja, das war eine sehr diplomatische Antwort, sage ich jetzt mal, der Camper. Ja, ich meine, das ist wie im Haus. Man kann die Steckdosen, man kann nicht zu viel haben. Man kann wirklich nicht zu viel Ja, haben. und meistens sind sie dann auch nicht an den Orten, wo man sich wünscht, auch wenn man ein Haus selber konstruiert und gebaut hat. Und so kommt es beim Wohnwagen natürlich auch hier und da vor. Aber da muss man sich halt zu helfen wissen. Und das ist ja mittlerweile auch schon leichter geworden. So, sehr schön ist hier die Sitzgruppe. Ich muss gar nichts umbauen. Könnte ich da ein Bett draus machen? Da könnte man selbstverständlich ein Bett draus machen und da könnten auch ohne weiteres 2 Kinder dann schlafen. Das ist so. Das heißt aber, viele wollen ja gar kein Bett haben, sondern die möchten ja essen und das Ganze getrennt. Ihr habt Möglichkeiten, dass man sich vereinzeln kann, nach hinten, nach vorne. Und, das werden wir gleich mal schauen, die Kinder mögen es nämlich in Etagenbetten zu schlafen. Denn es ist gar nicht so lange her, Patricia ist 23, du warst ja auch schon mal ein Kind. Etagenbetten, wer schläft oben, wer schläft unten? Du bist ein Einzelkind, gell? Ich bin ein Einzelkind, aber ich hatte trotzdem ein Etagenbett. Unten war quasi mein Spielbereich und oben habe ich geschlafen und da war so eine richtig coole Rutsche, die runterging. Das ist ja süß. Stell dich mal gerade neben den Kühlschrank. Die Höhe allein, bitte. Anstelle der Rutsche gibt es bei uns eine Leiter. Tut mir leid, also mit der Rutsche, das konnten wir jetzt noch nicht umsetzen. Hast du echt eine Rutsche gehabt? Ich hatte eine Rutsche. Hast eine Rutsche. Ja, der Kühlschrank ist so groß wie du, an der richtigen Stelle. Er ist praktisch, ich muss mich nicht bücken. Korrekt, ja, er ist sehr, sehr komfortabel eingerichtet in einer bestimmten Höhe, dass ich mich nicht jetzt mal auf die Knie bewegen muss. Habe dann unten auch die Möglichkeit, Gemüse zu lagern, habe Etageren in der Tür, habe oben ein Gefrierfach, das ich auch ohne weiteres bei Nichtnutzung ausbauen kann und zusätzliches Kapazität im Kühlschrank dann damit habe. Ja, ganz wichtig sind natürlich die Schubladen, die müssen ganz viel Fassungsvermögen haben, denn man nimmt ja doch einiges mit Kindern und das ist hier der Fall. Das ist hier der Fall. Das sind extra breite Schubladen, die sehr, sehr tief gehen, die ganze Fläche, die wir haben, hier nutzen. Und wenn man hier sieht, wir haben 3 Etagen. Also hier bekommt man genügend Sachen rein, die wir sonst für einen Caravanurlaub in der Küche benötigt. Apothekerschränke früher in Küchen gewünscht. Genau, sind auch Bestandteil der Küchen. Apothekerschränke mal kleiner, mal größer, je nachdem, was die Küche es hergibt. Sehr, sehr praktisch. So, ich zeige mal gerade ein kleines Detail. Thomas, geh mal bitte ganz nach hinten, dass wir das mal sehen. Man kann nämlich den Schlafbereich, der hier tatsächlich in der Front ist, den kann man komplett abtrennen. Und ihr habt tatsächlich ein französisches Bett, nenne ich es jetzt mal, im Schlafbereich hier drin. Breite ungefähr 1,30 Meter? Breite 1,40 Meter grob in etwa, wo sie dann der Breite des Caravans hinlegen, also von einer Länge von ca. 2 Meter. Okay, das heißt am besten kommen und Probe liegen. Das ist ja so. Das Schöne ist dabei, wenn man nur ein Kind hat, ja, der Papa kann auch hinten rein, denn die Matratze ist recht lang. Die Matratze ist lang, die reicht für eine normale Papagröße, denke ich, ohne weiteres aus. Und unten haben wir auch keine Probleme mit dem Gewicht. Oben sollte derjenige, der das Bett nutzt, nicht schwerer als 75 Kilo sein. Ja, wenn du mal so lieb bist, mal hochklappst, denn Stauraum ist da drunter. Es gibt auch einen kleinen Kleiderschrank, jeweils auf der Seite. Und hier habe ich auch schon den Wassertank. Da kann man auf Wunsch, das muss man dann sagen, auch einen City-Wasseranschluss haben. Das heißt, ähnlich wie bei einer Toilettenspülung ist der Tank immer voll. Genau, richtig. Also das gibt es auf Wunsch als Sonderausstattung, diesen City-Wasseranschluss. Ja, das ist riesig. Es gibt auch noch was. Ist das hier möglich, auch Serviceklappen nochmal einzubauen hier? Also hier in dem Bereich Macht es keinen Sinn, gell? Macht es keinen Sinn, weil da der große Tank auch ist. Da kann man, weil man nur seitlich diese Serviceklappen einbauen kann und nicht im vorderen Bereich. Aber wenn jetzt hier ein kleinerer Tank drin gewesen wäre, dann könnte man das sicherlich machen. Ansonsten sich an den Fachhändler wenden. Ich glaube, der hat auch die Möglichkeit, nachträglich noch Serviceklappen einzubauen. Der Fachhändler macht sehr, sehr vieles möglich, was in der Serie anfänglich dem Individualismus geschuldet nicht überall sein kann. Aber einfach mit allen Wünschen, die man hat, an den Handel wenden. Der Handel sagt dann, ob er die nachträglich umsetzen kann oder ob er es bei der Erstbestellung schon mit vom Werk umsetzen lässt. Ja, ich zeige mal ein kleines Detail. Hängende Schränke. Man hat nicht zwar viel Platz,
Ah, ich sehe auch schon. Das heißt, ihr habt einen Vollkorpus hinten? Ja, also Sie haben hinten, also die Nutzung des kompletten Korpus ist hier möglich. Das ist eine Tiefe, man sieht es hier, wenn ich meine Wand reinstecke. Also da Handtücher, alles. Kann man gut was reinstecken. Ja. Ja, sogar ein Schachspiel, wenn ich das habe. Wenn man Schachspieler ist, kann man auch dieses nutzen. Und hier habe ich auch nochmal die Möglichkeit, einen Kleiderschrank, hier oben nochmal eine Ablage. Der ist zwar dünn, aber das Coole ist, ich glaube, ich habe nämlich 2 Stück. Ich habe nämlich hier einen und hier einen. Genau. Stimmt das? Korrekt. Ja. Und der muss gar nicht so groß sein, es muss nur hängend sein. Das ist ganz wichtig und hier kann ich wählen. Hier kann ich die Teile rausmachen, kann hier oben noch eine Stange reinsetzen und dann kann ich sagen, okay, ich habe halblange Kleider oder sowas. Dann nehme ich die oberen 2 Böden raus und hänge die an die Stange und kann das untere so noch nutzen. Toll. Kann ich hier auch aufmachen? Hier? Unten drunter, das heißt unter der Sitzbank, habe ich da Staumöglichkeiten? Ja, das haben wir. Machen wir mal kurz hier weg. Es gibt ja auch so Dinge, die nicht viel wiegen, aber ich sag mal viel Volumen haben. Ah, eine Schublade habe ich sogar hier In dem drin. Bereich haben wir diese Schublade, zum Beispiel für Schuhe oder sowas, die wir hier reinstecken. Und habt ihr noch Möglichkeiten? Hier in dem anderen Bereich fehlt die Schublade, da habe ich dann eine größere Staumöglichkeit. Okay, Staumöglichkeiten. Und jetzt kommt das Highlight, ja. Denn die Rutsche fehlt, die Leiter ist fest eingebaut und da habe ich ein Stockbett. Leg dich mal oben rein, bitte. Denn Patricia ist ja nur 1,67 m und wiegt tatsächlich nur 51 Kilogramm. Stimmt das? Ungefähr. Du wiegst aber keine 75. Naja, da würde das Bett jetzt krachen, denke ich. Nee, ich glaube sogar, ich nehme an, ihr habt es nicht genau für 75,1 Kilo gebaut, oder? Nein, also mit 75 Kilo ist es noch gut und stabil auf alle Fälle. Aber da sind wir ja noch weit entfernt momentan. Okay, wir sind ja schließlich in Deutschland, da ist ja alles 10, Alles genormt, ja, richtig. Patricia hat gerade schon den Lesespot angemacht. Der Lesespot hat in dem Fall dann auch noch eine USB-Geschichte, also kann man das so nutzen. Jetzt bräuchte ich noch einen Spiegel, könntest du dich hinten schminken. Ja. So, cool ist aber auch, du könntest auch in die Richtung gehen, da könntest du dich sogar hinten anlehnen. Das ist ziemlich cool und könntest ein Tablet spielen. Also wenn man jetzt ein bisschen kleiner ist, kann man hier rauf. Und unten drunter habe ich dann noch ein Bett, da könnte zum Beispiel auch der Papa schlafen. Ja, das wäre möglich. Wenn das französische Bett dann irgendwann mal zu eng wird oder nicht passt, dann kann man da auch mal ausweichen. Ja. Ich denke nur, die Eltern können ja auch mal hinten schlafen, ja, und die Kinder können vorne schlafen. Das war bei uns auch schon mal so der Fall. Oh, das ist schön. Ja, wir zeigen nochmal diesen wunderbaren Kühlschrank. Ist das auch der, den man von beiden Seiten öffnen kann? Den kann man von beiden Seiten öffnen. Also wenn ich jetzt hier im Bereich der Kinder bin. Warte, ich zeige mal ein kleines Detail. Das Kind kann sich auf die Leiter stellen. Kind Patricia, du hast jetzt das Getränk vom Bett aus, willst es dir holen. Das ist aber gefährlich. Ja, ich könnte sogar mir ein Eis hier klauen. Mach das nicht. Nein, fällst du noch raus. Also das ist nicht zur Nachahmung empfohlen. Punkt. So, komm mal runter bitte. Dann zeigen wir das mal gerade. Ja, der Kühlschrank ist richtig klasse. Das heißt, wenn ich hinten schlafe, ich kann es von beiden Seiten öffnen. Genau, ich kann jetzt hier, wenn ich in der Küche bin, habe ich den kurzen Weg und wenn die Kinder was haben wollen, haben die von hinten den kurzen Weg. Und im Anschluss an den Kühlschrank dann hier auch außergewöhnlich der Nasszellenbereich, der hier bei dem Fahrzeug ganz anders gelöst ist als bei vielen Fahrzeugen, die wir vorher gesehen haben. Ich habe hier eine Nasszelle, die eine separate Dusche hat und befinde mich hier im Heckbereich dann. Sehr schön. Also ein Heckbad quasi. Sozusagen, ja. Es gibt auch Heckbäder, die über die ganze Breite des Hecks gehen. In dem Fall ist es länglich angeordnet und geht nur über die Hälfte. So, und hier habe ich eine richtig große Dusche. Geh mal rein bitte, Patricia. Das Schöne ist natürlich, wenn ich so eine große Dusche habe, ich muss die Kids ja auch mal abduschen. Ich sag mal, wenn ich jetzt da bin, das kann ich hier richtig schön machen. Ich habe viel Platz. Der Boden, der ist auch feuchtigkeitsbeständig unten. Der Boden, wir haben einen PVC-Bodenbelag hier passiert unten, nix. Da passiert gar nichts und in dem Fall jetzt ist noch ein Teppichboden. Ich frage ja nur, es sieht aus wie Holz, Fendt, wie aus einem Guss. Ist ein PVC in dem Fall. Ja, ihr habt eine ordentliche Toilette, nämlich Tedford im Einsatz. Ich glaube, den Deckel kann man drehen. In dem Fall ist es eine drehbare Toilette. Wir haben aber auch Varianten, wo es eine Banktoilette ist. So, Riesenspiegel. Ich denke, das ist auch ein Riesenthema, dass ich mich schminken kann. Ich habe Ablagefächer noch und nöcher. Und was das Allerwichtigste ist, ihr habt auch sogar bei den Beschlägen mal was Ordentliches gewählt. Das heißt, das sieht sogar gut aus. Es soll sich optisch natürlich in das Gesamtprojekt des Wohnwagens einfügen und es soll auch robust sein und dementsprechend ist die Auswahl an den Materialien auch bei uns im Hause wichtig. Die Leiter ist massiv? Die Leiter ist massiv. Was man hier sieht, ist komplett in das Bett mit eingebaut, mit eingebunden und nicht extra hingehängt. Wir haben andere Modelle, wo man eine Aluleiter dann hat, weil es das Modell halt eben so mit sich bringt. Das sieht schön aus. Also das habt ihr schon ewig mit den Stockbetten, oder? Mit den Stockbetten haben wir jetzt mittlerweile 6 verschiedene Modelle und es ist auch der Bereich, wo wir einen großen Zuwachs erfahren in der letzten Zeit. Familien sind sehr stark interessiert am Thema Camping.
So, du bist der böse Vater. Wir haben uns gerade geschimpft und du machst jetzt mal zu. Dann machen wir zu, dass Denn es Ruhe ist. ich will dich nicht mehr sehen als Ja. Kind. Ja, ich bin jetzt. Und ich ziehe mich zurück. Genau. So, der Papa ist weg. So, wir können Dummheiten machen. Nee, das heißt, ich kann abschließen hier. Das ist ganz praktisch. Ja. So, alles wieder in Ordnung, Thomas. Wunderbar, wir haben uns wieder vertragen. Ich bin ja nicht mehr böse, denn da vorne, das ist was sehr Interessantes, wenn ich nämlich mal Gäste kriege, denn hier die Bank ist sehr, sehr groß, hier kann ich Gäste einladen, kann ich meinen Schlafbereich einfach abtrennen. Genau. Das ist sehr, sehr schön, dann kann ich meine Auflagen liegen lassen, muss nicht aufräumen und Feierabend, richtig? In dem Bereich ist es jetzt schön aufgeräumt und wir können hier in Ruhe sitzen und einen geselligen und gemütlichen Abend haben. So, Thema Fernseher, es gibt immer weniger Fernseheinbauten. Das hat was damit zu tun, dass Menschen, die in Urlaub fahren, die wollen nicht Fernsehen. Und das Thema Tablets macht natürlich Fernseher obsolet. Das heißt, also ich kann dann über eine Datenflatrate, das machen ganz viele, schauen mittlerweile Fernsehen über Flatrates. Ja, das ist der Fall. Da wird sich auch noch viel ändern. Da müssen wir auch schauen, was man hier vielleicht dann auch zukünftig mal serienmäßig einbaut. Wir bieten aber trotzdem für alle Wohnwagenmodelle 24 Zoll Fernseher an, bei den großen 32 Zoll und auch eine entsprechende TV-Halterung. Wenn man das gerne hätte, also ich habe 2 Fernseher, ich habe auf der Messe noch nicht einmal, ich habe es probiert mal ganz kurz, ich komme nicht dazu, weil irgendwie ist es doch was ganz anderes, aber wer es noch haben möchte, kriegt sogar eine automatische Sattanlage, oder? Das gibt es auch noch als Sonderkomponente, die haben wir nirgends serienmäßig, weil es da ganz einfach das Angebot sehr, sehr vielfältig ist. Da gibt es ja auch verschiedene Lösungen, die wir dann über entweder den Händler oder direkt bei uns dann anbieten. Sehr schön. Ja, Patricia, da können die Kinder kommen, oder? Ja, also nicht bei mir, aber auf jeden Fall hier in den Wohnwagen. So, wir gehen mal raus, machen die Abmoderation. Heute viel gelernt. Ich glaube, das war das 6. Video jetzt, was wir gedreht haben, gell? Ja, ich habe jetzt das Zählen vergessen, aber ich denke, müsste fast der 6. Wohnwagen gewesen sein. Ja. Wir haben aber 23 Stück hier stehen und sind hier in Düsseldorf noch bis kommenden Sonntag. Also wenn Sie Interesse haben, kommen Sie zur Messe, dann können Sie mehr als diese 6 Wohnwagen sehen. So, hier ist er, der 560 SKM Saphir und ja, die Gesamtlänge 7,74 Meter, die Aufbaulänge 6,62 Meter. Das Modell, was Sie jetzt gesehen haben, wenn Sie das genauso haben möchten, 28.009,61 €, aber nur auf der Messe, muss man sagen, denn das ist ein Messeangebot. Nee, das Angebot ist gilt während des Handels auch. Wir haben auch diese Jubiläumszinsfinanzierung, die wir anbieten, bieten wir momentan auf den Händlerplätzen auch an. Also es gilt sowohl als auch. Super. Ja, vielen Dank, Thomas. Hab viel gelernt. Nachname nochmal, Thomas? Kamm zum Kevin. Ja, Thomas Kamm, Marketingchef von Fendt Caravan in Deutschland. Ja, ich danke dir recht herzlich. Tschüss.